Es ist das Foto, das gerade um die Welt geht. 3 afrikanische Migranten auf einem Ruderblatt eines riesigen Öltankers. 11 Tage lang waren diese Menschen von der nigerianischen Hafenstadt Lagos über den Atlantik bis nach Gran Canaria unterwegs. Insgesamt eine Strecke von 4.600 Kilometern. Doch was muss in einem Menschen vorgehen, der sich auf so eine lebensbedrohliche Reise macht? Professor Gerhard Trabert ist Notfallmediziner und hat schon öfter Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet und in Flüchtlingslagern, wie zum Beispiel in Moria, betreut. Er hat eine Vermutung, was in den Männern vorgegangen ist. Für mich ist das immer ein Zeichen dafür, wie prekär ist die Situation in ihrer Heimat. Durch Krieg, durch Umweltkatastrophen, durch die existenziell bedrohliche Armut, dass sie einfach keine Perspektive mehr sehen. Und dann das letzte Mittel, das ist, ich muss versuchen, irgendwie nach Europa zu kommen, um auch meine Familie unterstützen zu können, dass sie überlebt. Aufgenommen wurde das Foto von der spanischen Küstenwache in Las Palmas bei der Ankunft am Montag. Die 3 Männer seien unterkühlt, müde und mäßig dehydriert gewesen, so die Küstenwache. Liegen oder aufrecht sitzen war auf dem Ruderblatt offenbar gar nicht möglich. Solche Bedingungen sind nur schwer auszuhalten. Ja, sie waren ja auch ganz dicht immer am Wasserspiegel. Das haben wir auch immer wieder im Mittelmeer erlebt. Ja, wie erschöpft die Menschen sind. Wir haben immer Wasser sofort ausgeteilt. Wir haben sie gewärmt, weil sie auch häufig auch durch die Kälte, durch dieses Ausgesetztsein von Wind, Regen, unterkühlt waren. Und es ist absolut nicht nachvollziehbar. Was macht es auch mit der Psyche? Ja, die Angst, die entsteht, die Angst, ins Wasser zu fallen, zu ertrinken, es nicht zu schaffen. Laut Medienberichten gelangten in dem ersten halben Jahr dieses Jahres 51% mehr Menschen über See auf die Kanarischen Inseln als im Vorjahr. Ob diese Menschen überhaupt in der EU bleiben können, ist noch ungewiss. Sie müssen in Würde und Respekt die Möglichkeit haben, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Und das muss eben auch modifiziert werden. Die Gründe, meines Erachtens, ist das immer noch nicht angekommen, wie prekär, wie aussichtslos, wie existenziell gefährdend die Lebenssituation von 90% der Menschen ist, die zu uns fliehen. Die 3 Männer haben die 11-tägige Überfahrt überlebt und seien sofort medizinisch versorgt worden. Mittlerweile befinden sie sich im Krankenhaus.